Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr habt die Pause nicht nur nutzen können, um euch zu stärken, sondern auch, um einen Spaziergang zu machen oder euch anders körperlich zu betätigen, damit euer Gehirn jetzt wieder aufnahmefähig ist. Wir werden jetzt die Fortsetzung von unserem letzten Nachmittagsvortrag hören, iChild, uneducated. Und bevor es damit losgeht, lasst uns noch aufstehen zu dem Lied 307. Lehr mich, Herr, die Worte wählen. Das Lied 307. Beten. Unser großer himmlischer Vater, Herr, du hast uns von allen Lebewesen mit einem einzigartigen Gehirn geschaffen. Herr, wir haben das Privileg, in deinem Bild geschaffen zu sein und dafür möchten wir dir danken. Aber himmlischer Vater, das ist auch eine große Verantwortung und ich bitte dich darum, dass du uns jetzt lehrst, wie wir unser Gehirn vor Schädlichem schützen können und wie wir es am besten nutzen können. Sei du mit deinem Heiligen Geist anwesend, sei du unser Lehrer und segne du Joshua ganz besonders, dass er die Worte in richtiger Weise verkündigen kann. Hab Dank dafür. Amen.
Good evening. Schönen guten Abend. Welcome back. Willkommen zurück. We're going to take a look some more at iChild. Wir werden noch ein wenig mehr mit dem Thema iChild uns beschäftigen. I did just want to mention that this iChild series is part of a DVD series that I have. Ich wollte erwähnen, dass diese iChild-Serie auf einer DVD zu erwerben ist, die ich gemacht habe. This is a three-part series that takes an in-depth look at how media is impacting children and young people, and adults for that matter. Das ist eine dreiteilige Serie, die sich damit befasst, wie Medien eigentlich bei jungen Menschen und auch bei Erwachsenen wirken. It is in English. Es ist in Englisch. We are working on a German translation though. Wir arbeiten gerade an einer deutschen Übersetzung. But if you speak English and you'd like more information about what we're talking about here, I will have the DVDs back after this session for sale. Aber wenn ihr Englisch sprecht und wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt, dann habe ich die DVD am Ende der Predigt draußen liegen. So let's take a look at educational media. Lasst uns die Erziehungsmedien anschauen. If it's educational, that makes it good, right? Wenn es etwas für die Erziehung ist, dann ist es doch automatisch gut, oder etwa nicht? Well, let's start with a school in Arizona. Lasst uns mit einer Schule aus Arizona anfangen. There's a school, that's a state in the US, Arizona. Arizona ist ein Staat in den USA. And there's a school district there that wants to get in the way of the future. Und da gibt es einen Schulbezirk, der ein bisschen in die Zukunft schreiten So they möchte. have decided to implement educational media. Und sie haben sich dazu entschlossen, Bildungsmedien einzusetzen. In fact, at the time of the writing of this article, $33 million had been spent on educational media. Und zu der Zeit, als der Artikel geschrieben wurde, wurden 33 Millionen Dollar für Bildungsmedien eingesetzt. And they had an additional $45 million on the budget to spend on educational media. Und sie haben noch weitere 45 Millionen, die sie dafür ausgeben dürfen. So if anywhere should be seeing some benefits from educational media, it should be this school district, am I right? Und wenn irgendjemand davon Vorteile sehen könnte, dann ist es auf jeden Fall dieser Schulbezirk, oder? $70 million on educational technology. It should have something, it should benefit something. 70 Millionen Dollar für Bildungsmedien, das sollte auf jeden Fall irgendwelche Vorteile mit sich bringen. So how's it going? Also wie läuft das so? Well, since 2005, Seit 2005, that's the date they started with this educational media das program, ist die Zeit, wo sie mit diesem Programm gestartet haben, scores have stagnated, stagnieren die Ergebnisse beim Lernen, beim Even- Lesen. while statewide scores are going up. Und die Bundesstaat-Ergebnisse steigen an. So their scores in reading and math have stayed the same while they're doing all this educational media, Und da sind Ergebnisse, die vom Lesen und in der Mathematik, die dasselbe bleiben, obwohl sie diese Bildungsmedien nutzen. but the scores around them in other school districts are going up. Aber die Ergebnisse von den Schulen um sie herum, die gehen alle hoch. Seems it's not helping them. Es scheint so, als wenn Bildungsmedien ihnen gar nicht helfen. They asked the district superintendent, Sie haben den Supervisor von diesem Distrikt gefragt they said, well, have you been seeing some benefits? oder er hat sie gefragt, ob sie Do irgendwelche you have Vorteile reasons to sehen. be spending this much money on educational media? Und gibt es irgendwelche Gründe dafür, dass ihr so viel Geld für Bildungsmedien ausgibt? He said, Und er sagt, mein Bauchgefühl sagt mir zwar, dass wir Wachstum haben, wir brauchen aber noch gültige Messinstrumente, die wir derzeit nicht haben. now I'm not a business person, Also ich bin jetzt nicht so ein Geschäftsmann oder so, but I'm pretty sure my gut is telling me something is a really bad reason to spend $33 million. aber ich glaube, dass mein Bauchgefühl kein guter Grund ist, um so viel Geld auszugeben. So they've done more studies. Also haben sie noch mehr They Studien did a gemacht. $10 million study. Und sie haben eine 10-Millionen-Studie They looked at gemacht. 15 educational software products. Und sie haben sich 15 verschiedene Lernsoftwareprodukte What did they angesehen. find? Und was haben sie gefunden? No difference. Keine Unterschiede. Go ahead. Keine Unterschiede in der schulischen Leistung zwischen Schülern, die im Unterricht diese Technologie benutzten, und jenen, die mit anderen Methoden arbeiteten. No difference. Keine Unterschiede. Now, here they are comparing regular classrooms Hier vergleichen sie den normalen Klassenraum with classrooms that are implementing educational technology. mit Klassenräumen, die Bildungsmedien nutzen. Most educators, though, know that that they could teach better if they had smaller class sizes. Aber wir wissen, dass wir besser unterrichten könnten, wenn wir kleinere Klassen hätten. If we can hire more teachers, Wenn wir mehr Lehrer anstellen könnten, we could have a better education. hätten wir eine bessere Erziehung. Oh, but why can't we hire more teachers? Warum können wir also nicht mehr Lehrer anstellen? No money. Wir haben kein Geld.
So we're spending money on millions of dollars on educational technology. Das heißt, wir geben Millionen von Dollar für Bildungsmedien aus. What if we took that same amount of money and put it into paying more teachers? Aber was wäre, wenn wir dieses Geld verwenden, um mehr Lehrer anzustellen? I don't think we'd find no difference. I think we'd find a big Ich difference. glaube nicht, dass wir dann keine Unterschiede sehen würden, sondern sehr große Unterschiede. Larry Cuban at Stanford University says there's just no evidence. Larry Cuban von der Stanford-Universität sagt, es gibt einen Mangel an Beweisen für die Sinnhaftigkeit, Geld für solche Zwecke auszugeben. Es gibt kein Beweismaterial, das eine bestimmte Trendlinie anzeigt. In fact, up till now, Tatsache ist, dass bis jetzt, to my knowledge, zumindest von we dem, was ich have weiß, not a single study, long-term study, that has shown a benefit from educational media. dass wir keine Langzeitstudie haben, die zeigt, dass Bildungsmedien irgendwelche Vorteile mit sich Now bringen. maybe you're saying, well, wait, I've heard studies that show that it helps. Und vielleicht mögt ihr jetzt sagen, dass ihr von Studien gehört habt, die das aufzeigen. Yes, Ja, das mag sein. short-term studies. Kurzzeitstudien. It works like this. Das funktioniert in etwa so. You have a standard classroom, Du hast einen Standardklassenraum, students who are bored. Studenten, die gelangweilt sind, You bring in the iPad, und dann bringst du ein iPad mit all these new educational technology, these programs, these fun games they get to play, und all diese Bildungsmedien und diese ganzen tollen Spiele, die sie spielen dürfen. and the test scores start to go up Und auf einmal gehen die ganzen Testergebnisse hoch, because their kids are interested. weil sie interessiert sind. But if we look long term, Aber wenn wir uns die over a Langzeitfolgen few anschauen, years maybe, vielleicht von ein paar Jahren, those benefits, those initial benefits, don't last. dann werden diese anfänglichen Vorteile nicht bestehen. There is not a single long-term study that has found a benefit from Da educational gibt media. es keine einzige Langzeitstudie, die irgendwelche Vorteile von Bildungsmedien gefunden In hat. fact, there's a man, his name is Tom Vander Ark. Es gibt einen Mann, der heißt Tom Vanderrock. He is an investor in educational media, Er ist jemand, der immer in Bildungsmedien investiert. investing a lot of money, Und er probably investiert- millions of dollars in educational media. Und er investiert bis zu Millionen in diese Bildungsmedien. He wants to see it succeed because he makes money. Er möchte, dass das funktioniert, denn er macht daraus Geld. Now, if you're investing in something Wenn du also in etwas investierst and somebody asks you about the product you're investing in, und jemand fragt dich über das Produkt, in das du investierst, let's say you invest in a particular kind of car, a car. okay, und lass uns sagen, ihr investiert in vielleicht ein bestimmtes Auto And somebody asks you about that brand of vehicle. und jemand fragt euch über diese Marke, die ihr euch angeschafft habt. Are you going to say, no, don't buy that vehicle, it's terrible? Werdet ihr da wirklich sagen, kauft das Auto bloß nicht, es ist schrecklich? No, if you're a good business person, Wenn ihr eine gute Geschäftsperson seid, you're going to think, the more cars sell, the more money I make, dann werdet ihr sagen, je mehr Autos verkauft werden, umso mehr Geld werde ich so machen. I better really make it seem like these cars are good. Also werde ich es so aussehen lassen, als wenn die Autos super wären. So anyway, they asked this man who's investing in educational media. Also fragen Sie diesen Mann, der in Bildungsmedien investiert. They said, do you have any evidence to show for whether this is helping or not, whether it's a benefit or not? Hast du Beweise dafür, ob es Vorteile hat oder eben nicht? He said, Und er sagt, the data is pretty weak. die Datenlage ist recht dürftig. Und es ist sehr schwierig zu argumentieren, wenn wir mit überzeugenden Daten aufwarten sollen. That was the best answer he could come up with. Das war die beste Antwort, die er hätte geben können. Even those who are investing in it are saying, no, actually, there's nothing that is showing that this Selbst is a benefit. diejenigen, die darin investieren, geben zu, dass es eigentlich keine wirklichen Vorteile gibt. Now, what are some of the benefits usually given for educational media? Was sind diese Vorteile, die in der Regel gegeben werden, wenn es um Bildungsmedien geht? Well, for one, it's mobile and convenient. Zum einen ist es mobil und sehr praktisch. By the way, books are also mobile and convenient, Übrigens, Bücher sind auch mobil und sehr praktisch. and they don't get dead batteries. Und sie brauchen auch keine Batterien. But educational media is also fun. Und Bildungsmedien machen aber auch Spaß. But is media the only fun way to learn? Aber sind Medien die einzige spaßige Art und Weise, wie wir lernen können? It gives good social Es connections. gibt uns gute soziale Beziehungen. Oh, but is media, what is a better social connection? A group on Facebook or an actual group together working in the classroom? Aber was ist die bessere soziale Beziehung? Eine Gruppe bei Facebook und eine Gruppe im Klassenraum? They say it helps students visualize the content better. Und man sagt, dass es hilft, den Schülern die Lerninhalte sich besser vorzustellen. That's true, it does. Das stimmt, das tut's wirklich.
how did students visualize content before media was invented, though? Aber wie haben Schüler sich diese ganzen Lerninhalte vorgestellt, bevor es die Medien überhaupt gab? Well, you had pictures. Naja, man hatte You had the Bilder, ne? blackboard, Und man hatte eine Tafel drawings, maps. und Karten und Zeichnungen. Well, it also captures the attention. Natürlich fesselt das auch die Aufmerksamkeit. That it does. Und auf jeden Fall tut es das. And that's actually a problem. Und das ist eigentlich das I'll Problem. get to more in a moment. Davon haben wir genug zu Hause. And they say that it prepares kids for the future. Und man sagt, es bereitet die Kinder auf die Zukunft And I vor. would say, how do we know? Aber woher wollen wir das wissen? How do we know what the future is? Woher wollen wir wissen, was die Zukunft ist? Let's consider some damages, though. Wir sollten uns auch die negativen Let's Punkte consider how media anschauen. might affect a child's ability to learn. Wie wird das Kind negativ betroffen von diesen And Bildungsmedien? not just children's ability to learn, anyone's ability to learn. Nicht nur die von den Kindern, sondern von jedermann. And so let's consider attention deficit disorders. Es gibt zum Beispiel diese ganzen Aufmerksamkeitsdefizite. Part of the first problem we find in the connection between media and attention deficit disorders Das Erste, was wir sehen können, ist die Verbindung zwischen Bildungsmedien und Aufmerksamkeitsdefiziten. is the fact that media is designed to hold the attention. Medien sind dazu entworfen, dass sie die Aufmerksamkeit halten sollen. Remember I mentioned the mouse? Könnt ihr euch an diese Maus erinnern, die ich vorhin erwähnt Media is habe? engineered in the same way. It capitalizes on the brain's same instinctive responses. Die Medien sind genauso konstruiert und sie konzentrieren sich auf die ersten Antworten des Gehirns. And so the problem is, it holds the attention too well. Das heißt also, das Problem ist, dass es die Aufmerksamkeit zu dolle festhält. So when they don't have something that's so interesting, Wenn sie also etwas haben, was nicht mehr ganz so interessant they ist, can't hold their attention. dann können sie ihre Aufmerksamkeit darauf auch nicht mehr halten. Go ahead. Die meisten Kinderprogramme sind mit der Absicht konzipiert, aus diesen unwillkürlichen Reaktionen Kapital zu schlagen. Now, what kind of responses did that say? Und was sagt sie hier über die Antworten? It said involuntary responses. Es sind die unwillkürlichen Reaktionen. In other words, the child isn't the one choosing to pay attention. Das heißt also, das Kind entscheidet sich gar nicht dazu, aufzupassen. Something else is making them pay attention. Irgendwas anderes bringt sie dazu, aufzupassen. So what happens Das, was passiert, ist also, dass wenn Kinder konditioniert werden, zuzulassen, dass etwas anderes ihre Aufmerksamkeit fesselt, verlieren sie die Kontrolle über ihre eigene Aufmerksamkeit. Das heißt, sie verlieren die Fähigkeit, ihre Aufmerksamkeit selber zu steuern. Does this make sense? Macht das Sinn? We condition children to an environment where something else is always holding the attention for them. Wir konditionieren unsere Kinder darauf, dass sie in einer Umgebung aufwachsen, wo irgendetwas immer ihre Aufmerksamkeit fesseln soll. So that they spend their lives in the environment with this screen always captivating them. Und sie leben in einer Umgebung, wo der Bildschirm immer ihre Aufmerksamkeit fesseln soll. Pretty soon, books and study are no longer interesting. Und ziemlich schnell werden Bücher und Studien und Schule nicht mehr interessant sein. And we start to see attention deficit disorders. Und wir sehen diese Aufmerksamkeitsdefizitstörungen. Dr. Dimitri Kostakis, Dr. Dimitri He's- Kostakis, he's a doctor that works at the Seattle Children's Hospital. He specializes in research on the impact of media on young children. hat sich darauf spezialisiert, wie Medien junge Kinder beeinflussen. And he said, in the last 50 years, we've created platforms in which we present things in surreal time. In den letzten 50 Jahren haben wir Plattformen entwickelt, auf denen wir Dinge nicht in Echtzeit präsentieren. What is surreal? Was ist keine Echtzeit? It's not reality. Es ist eben nicht die Realität. There's a great example of this. So, did you ever have Mr. Rogers here in Austria? No. Kennt jemand No. von euch Mr. Okay. Rogers? All right. This was a television program that we had in the U.S. Das many war in years den ago. Staaten ein Fernsehprogramm vor einigen Jahren. It would have been when I was a child, Es war ungefähr zu der Zeit, als er ein Kind war. maybe before then even. I'm not sure the dates. Vielleicht sogar auch noch davor, er weiß es nicht genau. It was, by today's standards, incredibly boring. Mit den Standards von heute war es absolut langweilig. Mr. Rogers would talk to the camera, Mr. Rogers würde mit der Kamera reden and I remember one instance, he was walking down the street, und bei einer Begebenheit ist er die Straße holding a hinuntergegangen conversation with the camera, und hat sich mit der Kamera unterhalten talking to his viewers, und er hat mit seinen which Zuschauern were gesprochen, children,
die kleine Kinder waren. and he's going to get lunch at a restaurant. Und dann geht er sich was zum Mittagessen holen in einem Restaurant. So the camera follows him along, Und die Kamera folgt ihm and they go through the door, und sie gehen durch die Tür and they go and they sit down. und sie setzen sich dahin They read the menu. und sie lesen das Menü. The waitress comes, Und die Kellnerin kommt and they order the food. und sie bestellen sich das Essen. And then he sat there Und dann sitzt er da and held a conversation with his viewers und spricht zu seinen for, Zuschauern for the entire time that his meal was getting prepared. für die ganze Zeit, während sie sein Essen vorbereiten. Now let's think about this in a modern day children's program. Lasst uns das heutzutage mal mit dem Kinderprogramm vorstellen. You'd see a quick shot of Mr. Rogers walking down the street. Man würde ganz schnell nur sehen, wie der Mr. Rogers die Tür hinuntergeht. The door would slam as he goes in the Und restaurant. dann die Tür würde zuknallen, während er ins He would Restaurant sit reingeht. down, Und er würde sich hinsetzen, he'd talk to the waitress. er würde mit der Kellnerin reden. Next thing you know, he has his food. Das nächste, was wir sehen, ist, dass er sein Essen hat. In 3 or 4 screen changes, Wir hätten nur 3 oder 4 verschiedene Szenen. he's gone from the street to eating a meal. Ist er von der Straße ins Restaurant gegangen, um was zu essen. It's faster than reality. Und es ist viel schneller als die Echtzeit. And so what Dr. Christakis is explaining, Und das, was dieser Doktor hier jetzt erklärt, when you accustom the mind to this sort of input, reality becomes boring. wenn wir uns daran gewöhnen, dass alles nicht in Echtzeit abläuft, dann wird die Realität einfach langweilig. Now let's apply this to us as adults, as young people. Lasst uns das mal auf uns anwenden, auf uns Erwachsene oder junge Leute. If we find it hard to concentrate, Wenn wir es schwer finden, uns zu konzentrieren hard to focus, oder uns zu fokussieren study is boring, und studieren ist langweilig, that's a good indicator we are becoming used to the media environment that's easier for our brain. dann ist es ein guter Indikator dafür, dass wir von diesen Medien beeinflusst werden. Wenn Kinder Aktivitäten abseits des Bildschirms als langweilig bezeichnen, dann sollte das für Eltern und Lehrer ein Alarmsignal sein. Das Kind hat sich an ein unnatürliches Maß an Stimulation gewöhnt. Have you ever heard your child call something bored? Habt ihr schon mal gehört, dass euer Kind etwas langweilig genannt hat? It's a good indicator. Maybe they're used to the screen too much. Das ist ein gutes Alarmsignal. Vielleicht sind sie zu sehr vor dem Bildschirm. Now, there's one particular thing about games that increases these effects even more, Und da gibt es einen bestimmten Faktor in Spielen, die das eben noch mehr erhöhen. is that games are designed with one particular thing in mind. Und Spiele werden darauf konzipiert, dass sie eine bestimmte Sache im Kopf haben. Immediate and continual reinforcement. Sofortige und ständige Belohnung. In other words, when you click a button, Das heißt, sobald du einen Button when you klickst tap something on your game controller, und wenn du irgendwas drückst auf deinem Controller, you get a response dann kriegst du eine sofortige Reaktion. immediately, Sofort. instantly. Richtig sofort. There's no need to wait for a response. Es gibt keinen Grund, auf eine Antwort zu warten. And that's not real life. Und das ist nicht das echte Leben. When we go and work on a project, Wenn wir an etwas arbeiten, an einem Projekt, it takes some time to accomplish. dann dauert es seine Zeit, bis wir das erledigt haben. So as we condition our minds to this environment where it's just immediate gratification, Das heißt, wir konditionieren unseren Verstand darauf, dass wir sofortige Antwort bekommen. we are damaging our ability to focus and to pay attention for a longer period of time. Und wir schaden uns selber und wir können nicht mehr länger uns konzentrieren. There's another factor. Es gibt einen weiteren Faktor. Denn wir arbeiten so hart daran, die Aufmerksamkeit des Kindes zu bekommen, dass wir manchmal, so befürchte ich, auf das Lernen vergessen haben. Wir haben wohl ein Kind geschaffen, das so darin bestärkt wurde, auf die Erregung abzuzielen, dass das Lernen im Grunde sekundär war. I've seen this for myself, watching children Ich habe das playing selber erlebt, educational games. dass viele Kinder solche Bildungsmedienspiele spielen. They become focused on playing the game and not on what they're supposed to be learning. Und sie fokussieren sich so auf das Spiel, dass sie gar nicht mehr begreifen, was sie da eigentlich lernen sollen. When I was a child, Als ich selber ein Kind war, my grandmother was a teacher, war meine Oma eine Lehrerin and she was ready to get all the new educational technology that was available. und sie wollte alle neuen Bildungsmedien kriegen, die es gab. She wouldn't now, but we didn't know any better back then. Sie würde es jetzt nicht tun, aber damals wussten wir es noch nicht So she besser. had this computer program, Also hatte sie dieses Computerprogramm. this educational learning game. Das war so ein Bildungsspiel.
And I was thinking about this the other day, Und ich habe da letztens drüber nachgedacht. and I thought about this game that I got to play on my Und ich habe- grandmother's computer. Und ich habe über dieses Spiel nachgedacht, das ich auf Omas Computer immer spielen durfte. And I was trying to think what subject it was that I was supposed to be learning from this Und ich game. habe versucht, darüber nachzudenken, welches Fach ich von diesem Spiel eigentlich lernen sollte. I cannot remember the subject, Und ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht an das Fach erinnern. but I do remember something in specific. Aber ich erinnere mich an andere Sachen ganz I genau. remember that if I got enough right answers, Und ich erinnere mich daran, wenn ich genug richtige Antworten hatte, I got to play a game helping a mouse avoid getting hit by a swinging pendulum clock. dann durfte ich ein Spiel spielen, wo ich der Maus dabei helfen konnte, dass sie nicht von so einem Pendel von einer Uhr getroffen wurde. And it was so exciting. Und es war richtig aufregend. What I was supposed to be learning, I have no idea. Ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich lernen sollte. But I remember the game I got to play if I got enough right answers. Aber ich kann mich an das Spiel erinnern, das ich spielen durfte, wenn ich genug richtige Antworten And hatte. of course, my grandmother was watching me play this game. Und meine Oma hat mir natürlich immer dabei She's probably thinking zugesehen. of how much I'm learning from it. Und wahrscheinlich hat sie gedacht, wow, er lernt so viel davon. Because look at all the right answers I'm getting. Denn schau dir doch die ganzen richtigen Antworten an. The reality was I wasn't learning a thing. Und die Realität war, dass ich einfach nichts I gelernt was habe. learning to manipulate that game, so I got to play. I got more of the reward. Ich habe gelernt, wie ich das Spiel manipulieren kann, damit ich mehr von dieser Belohnung haben darf. There are many more studies that have given us a clear connection to attention deficit disorders and media use. Es gibt noch viele weitere Studien, die aufzeigen, wie Aufmerksamkeitsdefizitstörungen und Mediengebrauch zusammenhängen. Studies from Common Sense Media Foundation, Studien von der Common Sense Mediengründung, Stiftung, the Journal of Pediatric Psychology, von diesem Journal für Kinderpsychologie, the American Academy of Pediatrics, zum Beispiel von der Amerikanischen Akademie für Kinder Dr. Dimitri Kostakis again. und auch von unserem Dr. Dimitri. Article after article after article. Artikel über Artikel über Artikel. Many studies. Da In sind fact, so viele hundreds Studien, of studies have been done, Hunderte von Studien, finding clear connections with attention deficit disorders and media use, die deutliche Verbindungen aufzeigen zwischen diesen Aufmerksamkeitsstörungen und which of Mediengebrauch, course is very connected to learning. was natürlich auch wieder mit dem Lernen zusammenhängt. As Herman Maurer put it very well, Hermann Maurer sagt, we're headed toward a global attention deficit syndrome. wir bewegen uns auf ein globales Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom zu. Our second point, Der zweite negative Effekt, digital dementia. digitale Demenz. Have you ever heard of dementia? Habt ihr jemals von Demenz gehört? Okay, most of us. What age does dementia usually come along? In welchem Alter bekommen wir normalerweise Demenz? Later on, right? Erst Maybe. ziemlich spät, oder? Older. Wenn wir älter sind. They're finding now dementia in young people. Aber mittlerweile findet man Demenz auch in jungen Leuten. In fact, the full name for it is early onset digital dementia. Der ganze Name ist frühe, unübliche digitale Demenz. And they first started noticing this in South Korea. Und das erste Mal ist es in Südkorea aufgefallen. South Korea has the highest smartphone ownership of any country in the world. Und in Südkorea gibt es die meisten Smartphone-Besitzer auf der ganzen Welt. They use more technology than any country in the world, Sie benutzen mehr Technologien als jedes andere Land der Welt. and they've been using it for a long time. Und sie haben das schon eine lange Zeit genutzt. And doctors have started noticing problems. Und Ärzte haben Probleme festgestellt. About 15% of the population of youth 15% der Jugendlichen are experiencing erleben eine Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten, die häufiger bei Leuten zu beobachten ist, die eine Kopfverletzung erlitten haben oder an einer psychischen Krankheit leiden. They're seeing perfectly normal people, normal young people, Sie sehen normal gesunde junge Leute, who are exhibiting symptoms of having a head injury or psychiatric illness. die Symptome haben, als wenn sie eine Kopfverletzung gehabt hätten. They did another study in California, Sie haben eine weitere Studie in Kalifornien gemacht and they found 14% und sie haben dort 14% von jungen Menschen gefunden im Alter zwischen 18 und 39, die über Gedächtnisprobleme klagten. memory problems. That's Gedächtnisprobleme, not a good thing. das ist nichts Gutes. Go ahead. Individuen, die sich von diesen Technologien sehr abhängig machen, können eine Verschlechterung der Hirnleistung erleiden, wie zum Beispiel eine Funktionsstörung des Kurzzeitgedächtnisses.
Zeit, die am Computer und mit dem Versenden von SMS-Nachrichten verbracht wird, hindert Menschen daran, sich zu konzentrieren und sich Informationen einzuprägen. Viele Kinder prägen sich nichts mehr ein, weil es sie ja einfach googeln können. Sound familiar? Klingt das irgendwie normal für euch? You know, we've externalized our knowledge into the smartphone. Wir haben unser ganzes Wissen in dieses Smartphone reingepackt. We don't have to remember very much because we can just Google it whenever we need to look something up. Wir müssen uns gar nicht mehr an viel erinnern, denn wir können ja einfach alles googeln, wenn wir was wissen wollen. You just use Google Search, Und man geht einfach auf die Copy and Google-Startseite paste, und man macht Copy und Paste and you can write a research paper. und dann kann man auf einmal schon eine Forschungsarbeit schreiben. Why do I need to do complicated calculations when my phone has a calculator on it? Wieso muss ich irgendwelche komplizierten Rechnungen selber durchführen, wenn mein Handy doch einen Taschenrechner hat? Why do I need to count change when I'm paying for something? I just use a credit card. Wieso muss ich Wechselgeld zählen, wenn ich meine Kreditkarte einfach verwenden Why kann? do I need to worry about spelling? Warum muss ich mir Sorgen ums Buchstabieren machen? My phone makes fewer mistakes than my teachers do. Mein Handy macht viel weniger Fehler als mein Lehrer. Why do I need to remember phone numbers? Warum muss ich mich an Telefonnummern erinnern? Why do I need to remember where my phone is, for that matter? Wieso muss ich mich daran erinnern, wo mein Handy eigentlich I just liegt? have somebody call it and I'll hear it ringing. Ich lasse einfach irgendjemanden das anrufen und dann höre ich schon klingeln. Why worry about handwriting? Warum muss ich mir Sorgen um meine Handschrift We machen? could just talk to the phone now. Ich meine, ich kann ja einfach mit meinem Telefon reden. Why worry about needing a good sense of direction? Warum brauche ich irgendeinen Orientierungssinn? You know, I used to have a really good sense of direction, Ich hatte actually. mal einen sehr guten Orientierungssinn. If I'd been somewhere one time, Wenn ich irgendwo einmal gewesen I bin, could get you there again 2 years later. dann könnte ich dich da auch in 2 Tagen später wieder hinbringen. I've noticed, though, Ich habe jedoch festgestellt, now that I have this nice little tool, seit ich dieses nette kleine Gerät habe, that I put in the address, dass ich einfach die Adresse I put it eingebe, on the dashboard of my car, dann packe ich es einfach vorne an mein Auto and dran it tells me where to go, und es sagt mir, wo ich hingehen soll. that I don't have the sense of direction that I used to have. Und dann habe ich irgendwie den Orientierungssinn verloren, den ich früher hatte. Can you see the connection? How we're deteriorating our memories? Könnt ihr sehen, was das alles für Auswirkungen auf unser Gedächtnis hat? Our third area. Der dritte Punkt. Slide to work. There we go. Brain imbalance and right hemisphere damage. Ungleichgewicht im Gehirn und Schädigung der rechten Hirnhälfte. Now, this is something that we're still needing to understand fully, Das müssen wir immer noch ganz verstehen lernen. but a doctor in South Korea Ein has Doktor aus Südkorea done some sagte, study. und er hat ein paar Studien gemacht, He's finding that overuse of smartphones and game devices is hampering a balanced development of the brain. und er hat herausgefunden, dass die übermäßige Verwendung von Smartphones und Spielekonsolen eine ausgewogene Entwicklung des Gehirns verhindert. Go ahead. Starke Nutzer laufen Gefahr, die linke Gehirnhälfte zu entwickeln, während die rechte ungenutzt oder unentwickelt bleibt. Now, there's a particular problem with the potential damage to the right hemisphere. Da gibt es aber ein Problem, wenn wir unsere rechte Hirnhälfte schädigen. The right hemisphere is very important for many functions. Die rechte Hirnhälfte ist für viele verschiedene Funktionen We see verantwortlich. some problems with right hemisphere damage. Und wir sehen einige Probleme mit dem Schaden an der rechten Gehirnhälfte. Eine Schädigung der rechten Gehirnhälfte wird in Zusammenhang gebracht mit Defiziten in der Konzentrationsfähigkeit, mit reduzierter Aufmerksamkeitsspanne und Gedächtnisleistung sowie mit emotionalen Problemen wie etwa Depressionen. Of course, the most important connection is that of spiritual strength. Aber die wichtigste Verbindung ist eigentlich die geistliche Verbindung. Does the devil know what he's doing here? Weiß der Teufel, was er hier tut? Working through media to damage an area of our brains that is important for spiritual strength? Er arbeitet durch die Medien, damit die Hirnhälfte zerstört wird, die für geistliche Dinge zuständig ist. But it gets even worse. Aber es wird sogar noch schlimmer. There's another area of our brain known as the Anterior Cingulate Cortex. Es gibt noch einen weiteren Bereich in unserem Hirn und der nennt sich der anteriore Cinguläre Cortex. The anterior cingulate cortex is located within our frontal lobe. Und dieser Cortex ist in unserem Frontallappen enthalten. Now, by the way, this applies to every one of us. It's not Jeder just hat children das. here. Das sind nicht nur Kinder, das hier ist für jeden wichtig. It's a critical area of our frontal lobe that Es is responsible for many important functions in our life. Das ist ein sehr wichtiger Bereich in unserem Frontallappen, der für sehr viele wichtige Bereiche in unserem Leben zuständig It ist. helps us control our impulses. Es hilft uns bei der Impulskontrolle, It helps us with decision making. bei Entscheidungsfindungen, Helps us regulate emotions.
bei Emotionen und wie wir mit ihnen umgehen and control our emotional responses. und auch, dass wir unsere emotionalen Reaktionen kontrollieren It können. helps us with attention, Es hilft mit der with Aufmerksamkeit, being motivated, mit der Motivation, with error detection. dass wir Fehler erkennen können. Error detection? Fehler erkennen können. Would that be important for a Christian? Ist das wichtig für einen Christen? Would this be important for the last days? Wäre das wichtig für die letzte Zeit? For the end time battle over the mind? Für den Endzeitkampf über den Verstand? And it is the center of the free will. Und es ist das Zentrum des freien Willens. This is an area that as Christians we do not want to run the risk of damaging. Das ist ein Bereich, den wir als Christen auf jeden Fall nicht beschädigt haben wollen. So what's the connection with media? Was ist also die Verbindung zu Medien? Have you ever watched a video and texted somebody at the same time? Habt ihr euch jemals ein Video angeschaut und gleichzeitig jemandem eine SMS geschrieben? Have you ever done a research project on the computer and then quickly turned and texted your friend and then went back to the research project? Habt ihr jemals eine Forschungsarbeit geschrieben und dann schnell eine Nachricht an eure Freunde geschrieben und dann wieder weiterarbeiten wollen? Yeah, we're all guilty. Ja, wir sind alle schuldig. That's called media multitasking. Das nennt sich Media Multitasking. And media multitasking has been found to damage the anterior cingulate cortex. Und Medienmultitasking wurde herausgefunden, dass das eben diesen Cortex, von dem wir gerade gesprochen haben, dass er den beschädigt. Eine höhere Medien-Multitasking-Aktivität wird in Verbindung gebracht mit einer geringeren Dichte der grauen Substanz im anterioren singulären Cortex. Now, just to be clear here, smaller gray matter density is not a positive thing. Nur damit wir uns klar sind, eine geringere Dichte ist nichts Gutes. That means that this area of the brain is shrinking. Und das bedeutet nämlich, dass dieser Bereich des Hirns schrumpft. And that's linked to many other problems. Und das ist mit vielen verschiedenen Problemen verbunden. Media Multitasking ist in unserer modernen Gesellschaft immer häufiger anzutreffen und wird mit reduzierter kognitiver Kontrollfähigkeit, mit negativen psychosozialen Auswirkungen wie Depressionen und sozialen Angststörungen, negativem sozialem Wohlbefinden und schlechten schulischen Leistungen in Verbindung gebracht. Now, media multitasking can take some different forms. Medienmultitasking kann verschiedene Formen annehmen. As I mentioned, it can be just using two forms of media at the same time, Ich habe erwähnt, es kann sein, dass es nur zwei Medien sind, die wir gleichzeitig but benutzen. it can also be moving back and forth between different forms of media Aber es quickly. kann auch bedeuten, dass wir schnell zwischen zwei verschiedenen Formen von Medien hin und her wechseln. Or even in the same device, quickly moving back and forth between tasks. Oder dass wir in demselben Gerät die ganze Zeit zwischen Tabs hin und her wechseln. Just imagine a research project you're doing. Stellt euch mal eine Arbeit vor, die ihr You have to schreiben write a müsst. paper. Ihr müsst zum Beispiel eine These So schreiben. you get on Google, Also geht ihr zu you Google type in your search term, und ihr gebt euren Suchtitel ein. the screen changed. Und dann wechselt auf einmal Now der you click on Bildschirm. a link, Und jetzt klickt ihr auf einen Link screen changed again. und schon wieder wechselt der Bildschirm. You scroll down a little bit, Und ihr scrollt ein bisschen runter oh no, that's no good, so you go back. und das ist nichts Gutes, also geht ihr wieder zurück. Screen changed again. Und schon wieder wechselt der You Bildschirm. click on another link. Und dann drückt ihr auf einen anderen Screen Link. changed again. Und schon wieder wechselt der Bildschirm. Oh, here's something interesting. Copy Das ist was Interessantes. Das kopiere ich. over your Word document. Dann geht ihr auf euer Word-Dokument Screen changed again. und dann wechselt sich der Bildschirm schon wieder. Paste. Und dann fügt ihr das ein. Back to Google. Zurück zu Google. Screen changed again. Schon wieder hat sich der Let's Bildschirm try another geändert. search term. Dann suchen wir jetzt mal nach was Screen anderem. changed again. Schon wieder ändert sich der Bildschirm. Do you understand? You see the pattern here? Seht ihr das Problem? Constantly one thing, then another, then another, then another. Es wird die ganze Zeit immer was anderes und was anderes und was anderes gemacht. And it's part of how we function, especially on the internet. Und es ist Teil davon, wie wir im Internet funktionieren. The internet is not designed for you to pay attention to something for a long period of time. Das Internet wurde nicht dazu hergestellt, dass wir uns die ganze Zeit auf eine Sache konzentrieren. And as we constantly switch back and forth between these different tasks, Und wenn wir die ganze Zeit zwischen diesen verschiedenen Aufgaben hin und her we're wechseln, damaging the ability of our brains to focus dann verletzen wir die Fähigkeit unseres Hirns, dass wir uns auf etwas fokussieren. and we are damaging the anterior cingulate cortex. Und wir verletzen diesen Cortex. They also found that internet addiction, Und sie haben auch herausgefunden, dass Abhängigkeit vom Internet, which is basically people using the internet for more than a few hours every day.
Das sind alle Menschen, die das Internet mehr als nur ein paar Stunden am Tag verwenden. That was also linked to damage to the anterior cingulate Das cortex. es auch mit Schaden am Cortex zu tun hat. And those are just a couple of examples. Und das sind nur ein paar verschiedene There's Beispiele. quite a bit of research that's Und es- indicating other forms of media may damage the anterior cingulate Und es gibt noch cortex. viel mehr Forschungen, die einfach aufzeigen, welche Schäden noch alle Auswirkungen auf diesen Cortex haben. The devil's becoming very focused on this important area of our minds Und der Teufel hat sich sehr auf diesen Bereich in unserem Gehirn fokussiert. because he knows it's important for spiritual success. Denn er weiß, dass das der wichtigste Bereich ist für einen geistlichen Erfolg. Now, when it comes to educational media, we find an interesting school system. Wenn es um Bildungsmedien geht, dann kommen wir auf ein sehr interessantes Schulsystem. They're known as Waldorf schools. Wir kennen sie unter dem Namen Waldorfschulen. I'm not advocating for Waldorf schools here. Ich mache hier keine Werbung für Waldorfschulen. They have some ideas I would not agree with, Die haben ein paar Ideen, die ich nicht so gut finde, but they have some good ideas, aber sie haben auch einige gute and they Ideen. illustrate a good point to us. Und die machen einen guten Punkt für uns. Waldorf schools believe that children should get to play, Waldorfschulen glauben, dass Kinder spielen sollten, they should do artistic work, dass sie gestalterisch arbeiten sollten, they should get to do songs, dass sie Lieder singen sollten, games, Spiele spielen, stories, Geschichten hören, outdoor time, Zeit im Freien practical verbringen, tasks, praktische Tätigkeiten, cooking, dass sie kochen cleaning, sollen, sauber machen, gardening. Gartenarbeit. It's a great educational program. Eigentlich ist es ein ziemlich gutes Programm. They believe that the classroom should be like the home. Go ahead. Sie glauben, dass das Klassenzimmer dem Zuhause ähnlich sein sollte, mit Gebrauchsgegenständen und Spielsachen aus einfachen, natürlichen Materialien, die die Fantasie anregen und das spielerische Lernen fördern. But the most amazing part of this school system Aber das Besonderste an diesem Schulsystem ist, is they have a no media use policy. dass es die Regel gibt, dass keine Medien konsumiert werden. So how are these students doing? Also wie machen Ihre Studenten das dann? I mean, if they're not using media, Ich meine, wenn sie keine Medien how are they verwenden, prepared for the real world? wie werden sie dann auf die echte Welt vorbereitet? These students are actually doing very well. Also eigentlich sind diese Schüler sogar ziemlich gut im echten They Leben. produce some of the best students in the world. Sie haben die besten Studenten der Welt. What's more interesting, Was noch interessanter ist, there are several of these schools in and around the Silicon Valley in California. es gibt einige solche Schulen um den Silicon Valley in Kalifornien. The Silicon Valley is where many of the big technology companies are based. Im Silicon Valley sind die meisten größten Technologiefirmen Now, platziert. why would schools who don't use technology be based in a place where the tech companies are based? Warum ist eine Schule, die keine Technologie verwendet, keine Medien, dort platziert, wo all diese ganzen großen Medienkonzerne sind? Well, that's because the CEOs and employees of these companies are sending their children to these schools. Das liegt daran, dass die ganzen Geschäftsführer und Angestellten dieser Firmen ihre Kinder zu diesen Schulen schicken. And the main reason they're doing this is the very fact that they're not using technology in these schools. Und der Grund, warum sie das tun, weil sie nicht wollen, dass ihre Kinder Medien verwenden. Der Technologiechef von eBay schickt seine Kinder in eine Waldorfschule mit insgesamt 9 Klassen. Dasselbe machen auch Angestellte der Silicon Valley-Giganten wie Google, Apple, Yahoo und Hewlett-Packard. Alan Eagle is a computer scientist. He works for Google. Alan Eagle ist ein Computerwissenschaftler und er arbeitet für Google. He says, Er sagt, ich lehne die Vorstellung grundsätzlich ab, dass wir technologische Lehrmittel in der Grundschule benötigen. Die Idee, dass eine App oder ein iPad meine Kinder besser lesen oder rechnen lehren könnte, ist lächerlich. another CEO of a tech company, Ein anderer Geschäftsführer einer Medienfirma sagt, meine Kinder bezichtigen mich und meine Frau, Tyrannen zu sein und uns hinsichtlich der Technologien viel zu viele Gedanken zu machen. Und sie sagen, dass keiner von ihren Freunden dieselben Regeln habe. Das liegt daran, dass wir die Gefahren dieser Technologien aus eigener Erfahrung kennen. Ich habe das an mir selbst erlebt und ich möchte nicht, dass dasselbe mit unseren Kindern passiert. they understand the dangers. Sie verstehen die Gefahren. And they say, we don't want our children exposed to the same thing. Und sie sagen, dass sie nicht wollen, dass ihre Kinder dasselbe erleben. Steve Jobs, Steve Jobs, a man who was famous for his role at Apple, der bekannt ist für seine Rolle bei Apple,
At a time when Apple was promoting the new iPad, Zu der Zeit, als Apple gerade das neue iPad beworben hat, they were saying how good it is for education. wo sie gesagt haben, dass es so gut ist für die Lehre und fürs Lernen. There was this push that every student in every school needed to have his own iPad Und es wurde einfach beworben, dass jeder Schüler in jedem Staat sein eigenes iPad haben because it would sollte, help them learn so much better. weil es ihnen helfen soll, so viel besser zu lernen. So they went and they asked Steve Jobs. Also sind sie zu Steve Jobs gegangen They said, how do your kids like the new iPad? und haben ihn gefragt, wie finden deine Kinder denn das neue iPad? It's so good for education. They must be really learning a lot from this iPad. Es ist doch so gut zum Lernen, sie müssen doch sehr viel davon lernen. He said, Und er sagte, they haven't used it. sie haben das iPad nicht benutzt. Und wir setzen unseren Kindern Grenzen, wie viel Technologie sie zu Hause verwenden dürfen. The ones selling it, Derjenige, der das verkauft, the ones promoting how educational it is, derjenige, der bewirbt, wie toll das zum Lernen ist, they say, well, actually, we don't let our kids use it. der sagt, naja, also eigentlich lassen wir unsere Kinder das nicht nutzen. Does this give us a little bit of insight into the motivation behind this industry? Gibt uns das vielleicht auch ein wenig Einblick in die Motivation dieser Industrie? They know the dangers. Die kennen die Gefahren They know how addicting it can be. und sie wissen, wie abhängig machend das ist. And that's good for their pocketbooks. Und das ist natürlich gut für ihre Geldtaschen. They're in it for the money. Und sie sind nur aufs Geld aus. Now, you might be asking, well, how will the children ever learn to use technology? Und du magst dich vielleicht fragen, wie Kinder dann lernen sollen, Technologien und Medien zu verwenden. One of the computer scientists from Google, Einer der Computerforscher von Google he said his daughter does Sag- not know how to use Google. sagt, dass seine Tochter nicht weiß, wie man Google verwendet. And so he was asked, well, how will she learn? Und er hat sie gefragt, wie sie denn dann lernt. He said, Und er sagte, es ist super einfach. Es ist, als würde man den Gebrauch von Zahnpasta lernen. now, how many of you went to school to learn how to use toothpaste? Wer ist von euch in die Schule gegangen, um zu lernen, wie man Zahnpasta benutzt? You didn't spend years studying this, did you? Wir haben nicht Jahre gebraucht, um das rauszufinden. That's what he's saying. It's super easy. Und das ist genau das, was er sagt. Es ist super einfach. Okay. Bei Google und all den anderen Plätzen machen wir die Verwendung der Technologie so einfach wie nur möglich. Es gibt keinen Grund anzunehmen, weshalb Kinder den Umgang damit nicht auch in späteren Jahren erlernen können. Brain dead easy. Super einfach. Now, there's one more question we need to look at, though. Es gibt aber noch eine Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. What's the alternative? Was ist die Alternative? Oh, we shouldn't be using media. What should we do instead? Wenn wir keine Medien nutzen sollen, was sollen wir stattdessen tun? Well, thankfully, we have some good things we can do instead. Gut, dass es einige Dinge gibt, die wir stattdessen tun können. And that's one of the biggest problems with media, Und das ist eins der größten Probleme mit den is that we Medien. are pulling children away from what they should be doing. Wir ziehen Kinder davon weg, dass sie Dinge tun, die sie eigentlich tun sollten. We're separating them from reality. Wir trennen sie von der Realität. Kinder lernen heute später als je zuvor, sich die Schuhbänder zu binden. Die Kinder von heute lernen mit komplexer Technologie umzugehen, lange bevor sie wissen, wie man sich die Schuhbänder bindet. Sie verstehen Navigationswege und Algorithmen, wissen aber immer noch nicht, wie man einen Knoten macht. You remember learning how to tie shoelaces? Könnt ihr euch daran erinnern, wie ihr gelernt habt, einen Schuhknoten zu machen? So that's one of the problems here, is it's damaging a child's sense of reality. Und das ist eins der Probleme. Es schädigt den Realitätssinn des Kindes. We are placing them in an environment that is not the real world. Wir bringen sie in eine Umgebung, die gar nicht die echte Welt ist. They are exposed to things that have already been created for them. Sie sind Dingen ausgesetzt, die für sie bereits geschaffen wurden. They don't have to imagine things for themselves. Sie müssen sich nicht mehr Sachen selber vorstellen. No confusion here. Okay. One more? Back? Forward? No. Somehow we don't have it. Okay, Dr. Jane Healy here. Jen Haley sagt, Much of the early development of physical and mental skills vieles von der frühen Entwicklung von der physikalischen und mentalen Fähigkeiten come from experimenting and solving problems with real-world materials. kommt daher, dass sie versuchen, wirkliche Probleme zu erleben und zu lösen. Real-world materials.
wirkliche Probleme. like things they can actually touch with their hands. Dinge, die sie wirklich anfassen und They can verstehen actually können. feel and break apart and create and do. Dinge, die sie zerbrechen können, die sie wieder zusammenbauen können, die sie anfassen können. We're separating them from that environment. Wir trennen sie von dieser Umgebung. And yet, the development of physical and mental skills comes from this. Aber trotzdem kommt die Entwicklung von unseren ganzen Fähigkeiten genau daher. So it's overstimulating to the mind. Das heißt, es ist zu viel reizauswirkend auf den Verstand It's separating them from reality. und es trennt sie von der Realität. It's also so attention-grabbing that it's not real world. Es ist so aufmerksamkeitsfesselnd, dass es nicht mehr die echte Welt ist. Let me describe to you what they do when Lass- they're testing games. Lasst mich euch beschreiben, was sie tun, wenn sie Spiele testen. Wir sollten zunächst einmal dem kindlichen Gehirn die No, Chance that's wrong. geben. Here we go, sorry. Okay. Die Entwickler statten Beta-Test-Teens mit galvanischen Hautantworten, EKG und Blutdruckmessgeräten aus. Wenn das Spiel seinen Blutdruck nicht auf 180 über 140 erhöht, gehen sie zurück und optimieren das Spiel, um es adrenalinvoller wirken zu lassen. Das Problem ist, dass der Adrenalinkick die sogenannte hypothalamische Hypophysen-Nebennierenachse beeinflusst und die Nebennierenreaktion schafft die Kampf-Flucht-Reaktion. So they want to test a game. Das heißt, sie wollen ein Spiel testen. They invite some teenagers, Und sie laden ein paar junge Leute ein. and they hook them up to all these measurement devices. Und dann schließen sie an all diese Geräte an. The galvanic skin response is measuring emotional disturbance. Und sie wollen daran messen, ob es auch wirklich emotional aufwühlt, They measure the heart rate, wie das Herz the schlägt adrenaline und levels, wie viel Adrenalin ausgestreut wird. and they have them play the game. Und sie haben das Spiel nicht gespielt. If their blood pressure does not reach 180 over 140, Und wenn der Blutdruck nicht auf 180 über 140 do we geht, have any medical professionals here? haben wir irgendeinen Mediziner hier? Do you know how bad that is? Wisst ihr, wie schlecht was für ein very schlechter high. Blutdruck It's das dangerous. ist? Es ist sehr hoch, das ist sehr gefährlich. But if the game doesn't get their blood pressure there, they say it's not good enough. Aber wenn der Blutdruck nicht so hoch geht, dann ist es das nicht wert. Go back, make it worse. Geht zurück, macht es schlimmer. Game development companies Spielentwicklungsfirmen hire professional psychologists and medical professionals. stellen Psychologen und Medienprofessoren an, Mediziner an. Not to make sure the game is healthy. Nicht damit das Spiel irgendwie gesund ist. They want to make it as unhealthy as Sie possible. wollen es so ungesund wie möglich machen. They want it to be so powerfully addicting that they can't escape. Sie wollen es so abhängig machend machen, dass They want it, man nicht davon fliehen kann. they want it to create such an adrenaline response Sie wollen so eine Adrenalinausschüttung that haben, they become addicted to it. dass sie davon abhängig werden. And the problem is that begins to release dopamine Und das schüttet dann Dopamin aus, to very high levels. zu einem sehr großen Bestandteil. So dopamine is a good chemical in our brain. Dopamin ist etwas sehr Gutes von It unserem makes Hirn. us feel good. Es macht, dass wir glücklich sind. And we get dopamine in small amounts through everyday activities. Und jeden Tag in den Aktivitäten des Lebens kriegen wir kleine Portionen des You Dopamins. eat some good food, you get a little bit of dopamine. Wenn du gutes Essen isst, dann wird Dopamin ausgeschüttet. You accomplish a task, you get a little bit of dopamine. Wenn du eine Aufgabe erledigst, dann bekommst du auch ein bisschen Dopamin. Nothing wrong with that. Da ist nichts Schlechtes dran. But if you're playing a game, Aber wenn du ein Spiel spielst, you're getting constant dopamine. dann bekommst du die konstante Ausschüttung von Dopamin. And pretty soon, as we bombard the brain with too much dopamine, Und wenn unser Hirn zu viel Dopamin ausgesetzt it ist, begins to turn off the dopamine receptors in the brain. dann werden diese ganzen Rezeptoren von Dopamin im Hirn ausgeschaltet. So now you have to get more dopamine. Jetzt musst du also noch mehr Dopamin kriegen, And so you have to play a stronger game. also musst du ein viel stärkeres Spiel spielen. And then the brain turns off more of the dopamine receptors. Und dann muss das Dopamin, dann werden diese Rezeptoren noch mehr ausgeschaltet. And now you have to play an even stronger game to Und get the jetzt musst du ein dopamine. noch schrecklicheres Spiel spielen. And so this addiction cycle begins where you're constantly looking for more and more stimulus. Das heißt also, jetzt fängt dieser Abhängigkeitszirkel an, wo man immer mehr und immer mehr stimuliert werden muss. By the way, Übrigens, texting. schreiben. Every text releases a little bit of dopamine. Jede SMS, jeder Text lässt ein bisschen Dopamin frei. They've done studies, and when you hear your phone go ding, Sie haben Forschungen gemacht, dass wenn wir hören, wenn das Phone so Ding it's a macht, text.
Oh, ich habe eine A Nachricht. little bit of dopamine. Wieder ein bisschen Dopamin. When you post something on social media, Wenn wir etwas auf den sozialen Medien posten somebody likes it, und jemand liked das, a little bit of dopamine. dann kriegen wir auch so ein bisschen And Dopamin. that can become addicting. Und das macht abhängig. This is why people post ridiculous things on social media. Das ist, warum Menschen so verrückte Sachen bei den sozialen Medien You know, a posten. selfie of myself brushing my teeth. Zum Beispiel ein Selfie davon, wie ich meine Zähne putze. They're looking for the dopamine. Sie suchen nach diesem Dopamin. So the key is to avoid going there in the first place. Der Schlüssel ist also, dass wir verhindern sollten, da überhaupt erst hinzugehen. Don't start playing the game. Fangt nicht an, dieses Spiel zu You spielen. might think, oh, it's harmless, it's just a simple game, there's nothing bad about this. Ach, das ist doch nur ein harmloses Spiel, mögt ihr vielleicht sagen. But it can cause that dopamine cycle to begin, Aber es kann dafür sorgen, dass dieser Dopaminzyklus in eurem Kopf anfängt. the addiction cycle. Dieser And pretty Abhängigkeitszyklus. soon, you're wanting worse and worse. Und sehr bald wollt ihr es noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Now let's contrast two lifestyles. Lasst uns mal zwei unterschiedliche Lebensstile miteinander You know, vergleichen. back a long time ago, Eine lange Zeit ist das jetzt schon her. children played outside. Da haben Kinder noch draußen im Freien gespielt. They got lots of physical Und sie exercise. hatten sehr viel körperliche Bewegung. They helped with work in the daily life. Sie haben bei der täglichen Arbeit geholfen. They learned by exploration. Sie haben durch Erkunden gelernt. They experienced real-life consequences. Und die haben Folgen im realen Leben selbst erlebt. They learned with pencil and paper and textbooks and a human teacher. Und sie haben mit Bleistift, Papier, Schulbüchern und einem wirklichen menschlichen Lehrer gelernt. Am I correct? Erinnert ihr euch daran? Is this how childhood used to be? So war doch unsere Kindheit, oder? But now we've sort of pushed that aside, Aber irgendwie ist das jetzt alles zur Seite gekommen. and we've replaced it with the screen. Und wir haben es mit dem Bildschirm ersetzt. So now, instead of playing outside, Anstelle, dass wir jetzt draußen spielen oder unsere Kinder, they're playing on their smartphones and their tablets. spielen Kinder an ihren Smartphones oder Tablets. Instead of getting physical exercise, Anstelle von körperlicher Bewegung they're sedentary. sitzen sie drinnen. Instead of helping with the work, Anstelle bei der Arbeit zu helfen, been replaced by screen-based entertainment. wird diese Arbeit durch Unterhaltung am Bildschirm ersetzt. Instead of learning by exploration, Anstelle durch Erkunden zu lernen, we give them things that have already been imagined for them. kauen wir ihnen schon alles vor. Instead of experiencing real-life consequences, Anstelle, dass sie wirkliche Folgen im realen Leben erleben, you just press Control-Z, reset. drückt man einfach auf den Reset-Knopf There's no real consequences und felt. es gibt keine echten Folgen. You know, there was someone recently who committed a crime. He took a gun and killed people. Es gab vor kurzem jemand, der hat ein Verbrechen begangen. Er hat eine Pistole genommen und Menschen getötet. And they looked at what he'd been doing before he committed this crime. Und sie haben geschaut, was er getan hat, bevor er dieses Verbrechen begangen hat. He had spent his weeks, months playing violent video games. Er hat Wochen und Monate darauf verwendet, gewalttätige Spiele zu spielen. He was killing people in the game. In seinem Videospiel hat er Leute getötet. And then in real life, he did the same. Und im echten Leben hat er das dann halt auch gemacht. And he himself Und er selber said sagte, that he felt terrible after he had committed this crime dass er sich schlecht gefühlt hat, nachdem er das Verbrechen begangen hat, because he realized there was no reset. weil er realisiert hat, dass es da keinen Reset-Knopf gibt. He said he had become so confused Er hat gesagt, er ist so verwirrt worden, without even realizing it dass er es nicht mal bemerkt hat. that he felt like the game was the real world reality. Er hatte das Gefühl, dass dieses Spiel die wahre Welt gewesen ist. And so he was just playing a game in real life. Also hat er im wahren Leben auch nur dieses Spiel gespielt. And he realized that he couldn't go back. These people actually died. Und er hat festgestellt, dass er gar nicht mehr zurück kann, dass diese Menschen wirklich tot sind. And now he's in prison Und because, jetzt ist er im Gefängnis. you know, how much better it would have been Ich meine, es hätte he had not played those games. viel besser laufen können, hätte er diese Spiele nie gespielt. Now, are there any benefits to playing outside? Gibt es da irgendwelche Vorteile, wenn man draußen spielt? Certainly are. Auf jeden Fall. Children who play outside are more fit and healthy. Kinder, die draußen spielen, sind fitter und gesünder. They have stronger immune Die haben ein systems. stärkeres Immunsystem.
They have more active Sie imaginations. haben viel mehr Fantasie. They're more creative. Sie sind kreativer. They have reduced stress and lower anxiety. Sie haben weniger Stress und weniger Angst. They're less aggressive. Sie zeigen weniger Less brutales violent. Verhalten. They have a better attention Sie span. haben eine größere Aufmerksamkeitsspanne And they have better cognitive und functioning. sie sind besser in kognitiven Now, Leistungen. if you look at this list, Wenn ihr euch diese Liste anseht, that's the direct opposite of what media does. dann ist das genau das Gegenteil von dem, was die Medien tun. Playing outside makes us more fit and healthy. Wenn wir draußen spielen, werden wir gesünder Media und makes us less fit and healthy. fit und Medien machen uns weniger gesund. Playing outside gives a better imagination. Wenn wir draußen spielen, bekommen wir eine höhere Fantasie. Media decreases the imagination. Medien hilft nicht bei unserer Fantasie. We could look at fresh air. Wir können uns zum Beispiel die frische Luft It gives ansehen. a stronger immune system, Starkes Immunsystem, fewer allergies, weniger Allergien, lowers the incidence of asthma, geringeres Auftreten von Asthma. improves oxygen flow to the brain. Es verbessert die Sauerstoffzufuhr zum Hirn Sunshine, und der it improves eye health. verbessert auch die Gesundheit unserer Augen. Media damages the health of the eyes, Sonnenschein provides vitamin D, liefert Vitamin D den Augen gewesen. reduces the risk of diabetes and heart disease, Das Risiko von Diabetes und Herzerkrankungen wird gesenkt. raises serotonin levels. Es erhöht den Serotoninspiegel It positively affects sleep by adjusting the circadian rhythm and the melatonin levels. und es wirkt sich günstig auf unseren Schlaf auf, weil es sich anpasst mit unserem inneren Schlafrhythmus. Now, why am I talking about going outside and getting fresh air and sunshine? Warum rede ich über nach draußen gehen, frische Luft und Sonnenschein? Because that's the alternative to media. Denn das ist die Alternative zu den Medien. You can't just take the media away. Ihr könnt nicht einfach nur die Medien You wegnehmen, need to replace it with something. ihr müsst es mit etwas ersetzen. And here's some good ideas. Und hier sind ein paar gute Ideen. What about mud? Wie sieht es aus mit Dreck? Any good to mud? Gibt es irgendwas Gutes beim Dreck? Certainly. Auf jeden Fall. We looked at Mycobacterium vaccae this morning. Wir haben uns das That Mycobacterium has so many vaccae benefits. angeschaut und mit diesen ganzen Vorteilen, die es hat. There's actually benefits to our brain from playing in the mud. Es gibt tatsächlich Vorteile für unser Hirn, wenn wir im Dreck spielen. So what kind of mud do you want to be on? Also in was für einem Dreck wollt ihr sein? What kind of gardening should we be doing? Was ist zum Beispiel mit Gartenarbeit How about useful work? oder nützliche Arbeit? Teaches cause to effect reasoning. Das lehrt uns den Zusammenhang zwischen Teaches Ursache und Wirkung. Hand-eye Wir coordination, lernen Hand- und Augenkoordination, problem-solving skills, Probleme zu lösen. persevering, Wir kriegen Ausdauer, good time management, Zeitmanagement, discipline, Disziplin and good communication skills. und auch Kommunikationsfähigkeiten. So if your child can use a smartphone, they can easily operate any of the above. Wenn dein Kind das Smartphone verwenden kann, dann kann es auch all diese Dinge verwenden. Children who pretend and imagine things Kinder, die sich Dinge in ihrer Fantasie vorstellen, rather than being on the screen where it's already imagined for them, anstelle einfach nur am Bildschirm zu sein, wo es schon für sie vorgestellt wird, they have better social competence, haben eine bessere they soziale have better Kompetenz, language development, sie haben eine bessere they have Sprachentwicklung, a higher IQ, einen viel höheren they're IQ, better at problem sie solving, sind besser im Lösen von they're more Problemen, patient, sie sind geduldiger, more sie persevering, haben mehr Ausdauer and they're better at connection making. und sie tun sich leichter mit logischen Verknüpfungen. And of course, it's not just the children. Aber das betrifft wirklich nicht nur die Kinder. All these bad things we've seen about media apply to us as adults also. All diese schlechten Einflüsse von Medien, die betreffen uns auch. And we need to be careful of the example we're setting to the children. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, was wir für ein Beispiel sind. We need to be careful about how much time it's taking away from our lives to spend with the children. Und wir müssen uns darüber klar sein, wie viel Zeit Medien eigentlich wegnehmen, die wir anstelle mit unseren Kindern verbringen könnten. So what have we seen? Also was haben wir gesehen? We've seen that media is highly addicting, Wir haben gesehen, dass Medien süchtig machen, that there are many health risks, dass sie sehr viele Gesundheitsrisiken it mit sich causes bringen, eye damage, dass sie Augenschäden there are verursachen, negative effects from blue light, dass es negative Auswirkungen durch blaues Licht gibt, that interactive media is often more damaging than television, dass interaktive Medien viel schädlicher sind als der Fernseher, that educational media is not helping, dass Bildungsmedien absolut nichts bringen, it's causing attention deficit disorders, dass das alles Aufmerksamkeitsdefizite verursacht, digital dementia, auch digitale Demenz. a brain imbalance and damage to the right hemisphere, Es gibt ein Ungleichgewicht im Hirn und eine Schädigung der rechten Hirnhälfte. damage to the frontal lobe in the anterior cingulate cortex. Schädigung des anterioren singulären Cortex. It's overstimulating. Er ist überstimuliert. It's not real world Es communication. ist keine wirkliche Kommunikation. And it's not real world Und interaction. es ist auch keine wirkliche Interaktion.
Child guidance. In Child Guidance steht, The more quiet and simple the life of the child. je ruhiger und einfacher das Leben des Kindes, The more free from artificial excitement. je freier von unnatürlicher Erregung And the more in harmony with nature. und je mehr im Einklang mit der Natur, The more favorable it is to physical and mental vigor and spiritual strength. umso vorteilhafter ist es für die körperliche und geistige Kraft und für die geistliche Stärke. This was God's original plan. Das war Gottes originaler Plan. Not to have the artificial things in the life, like media, Nicht, dass wir all diese unrealen Dinge in unserem Leben haben, wie die but to be Medien, connected with nature. aber dass wir mit der Natur verbunden To sind. live where they're surrounded with God's ways, Dass wir von Gottes Wegen umgeben leben with God's creation, und dass wir von Gottes Schöpfung umgeben sind, not man's creation. nicht von der menschlichen Schöpfung. Let's go back to the old reality. Lasst uns zurück zu der alten Realität gehen. You know, we can just have some common sense about this. Ich glaube, wir sollten einfach ein bisschen Menschenverstand an den Tag legen. We tend to think that somehow it's strange or weird to not have so much media in our lives, Wir haben manchmal das Gefühl, dass es vielleicht seltsam oder verrückt ist, wenn wir nicht so viele Medien in unserem Leben haben. when really we're pretty crazy to just move forward in accepting the media without assessing the damages first. Aber irgendwie sind wir auch verrückt, indem wir alle Medien einfach akzeptieren, ohne darüber nachzudenken, was für einen Schaden sie eigentlich anrichten. And the previous generation didn't have all these benefits. Und die vorherige Generation hatte all diese Vorteile nicht. I wonder if they would call us crazy. Und ich frage mich, ob sie uns verrückt genannt Crazy hätten. for just accepting these things without really seeing what it's doing to us. Verrückt, weil wir einfach all diese Dinge akzeptieren, ohne zu realisieren, was es eigentlich mit uns anstellt. We've seen some damages, Wir haben einige Schäden gesehen and I know there are many benefits. und ich weiß, dass es viele Vorteile I know it's a gibt. part of our lives, it's a tool we have to use, Und ich weiß, das ist ein Teil unseres Lebens und es ist auch ein Werkzeug, das wir nutzen müssen. but we need to realize that, first of all, there are some differences in the age at which we should be using it. Aber wir müssen feststellen, dass es auch einen Unterschied gibt von dem Alter, in dem wir bereit sind, solche Medien zu You nutzen. know, it may be okay for adults, but not for children. Vielleicht ist es okay für Erwachsene, aber auf jeden Fall nicht für And Kinder. then beyond that, we need to realize that it is a tool and not a toy. Und dann müssen wir auch feststellen, dass es ein Werkzeug ist und kein Spielzeug. We also need to realize God has placed us on this earth for a reason. Und wir müssen auch feststellen, dass Gott uns auf diese Welt gesetzt hat mit einem Grund. He has a work for us to do. Er hat eine Arbeit für uns zu tun. And if we are allowing ourselves to be distracted with entertainment, Und wenn wir uns selber erlauben, uns durch Entertainment ablenken zu lassen, we are neglecting to do the work God has given us to do. dann schieben wir einfach die Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, zur Seite. We'll be wasting precious time that He's given us. Wir verschwenden wertvolle Zeit. So let's cut back a little on media. Also lasst uns ein wenig, Let's Weniger realize what Medien it's doing nutzen. to us. lasst uns erkennen, was das eigentlich wirklich mit uns Let's tut. focus on the work God has given us. Wir sollten uns auf das fokussieren, was uns Gott gibt. We'll find a much greater fulfillment in doing God's will Und wenn wir Gottes Willen erfüllen, dann bringt uns das so viel mehr than the cheap entertainment that the world gives. als diese billige Bespaßung, die die Welt uns gibt. We'll be happier following God's plan. Wir werden viel glücklicher sein, wenn wir Gott nachfolgen. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, thank you so much for being with us throughout this day. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du heute bei uns gewesen bist. We thank you, Lord, for the research that's available to us. Wir danken dir für all die Forschungen, die für uns zugänglich sind. Help us, Lord, to more closely follow your plan. Hilf uns, dass wir dir noch näher folgen können. We thank you for the new week that's upon us. Wir danken dir für die neue Woche, die jetzt gekommen ist. Lord, we ask your blessing upon it. Und wir bitten dich um deinen Segen dafür. Go with us, help us to abide in you. Geh mit uns und sei du in uns. And we ask in Jesus' name. Und wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Amen. All right.